stell dich mal kurz vor, woher kommst du, wo voltigierst du, wie alt bist du und seit wann voltigierst du? Also ich bin Julian Wilfling, ich komme aus Bayern, aus der Nähe von München und ich voltigiere seit ich 11 bin und das sind jetzt 13 Jahre. Genau, das war's eigentlich schon. Okay. Welche 3 Wörter beschreiben dich am besten? Das ist echt eine schwierige Frage, das über sich selber sozusagen. Oder was würde dein Team über dich sagen zum Beispiel? Mein Team? Weiß nicht, ich bin häufig ein bisschen unpünktlich, wenn es jetzt eher so ins Negative gehen soll. Oder manchmal habe ich so meine kreativen Phasen. Das ist auch eigentlich ganz cool. Sonst bin ich eigentlich schon immer recht ehrgeizig. Okay. Ja. Was war dein lustigstes oder schönstes Erlebnis im Voltigiersport? Lustige gibt es sehr viele. Schönste Momente auf jeden Fall Championatsteilnahmen und im Endeffekt am Schluss immer im Kiss and Cry mit denjenigen da zu stehen, mit denen man das Ganze erreicht hat. Ja. So, diese Momente, wenn man die so im Nachhinein auch anschaut, dann erwischt es einen immer wieder. Ja. Okay. Wie läuft es derzeit im Training? Ja, also jetzt wieder Vollgas und wieder richtig gut auf jeden Fall. Ja. Und davor? Naja, ich habe so ein bisschen so eine Pause gemacht, um zu schauen, jetzt eben auch in die neue Saison so ein bisschen den Abschluss von der alten zu finden. Und jetzt aber wieder Vollgas und auf Kurs 2020. Okay. Genau. Was sind die Ziele für 2020? Also mein Ziel ganz klar als Sportsoldat sollte sein und muss eigentlich auch sein, aufs Championat zu kommen und dort teilnehmen zu dürfen. In der Gruppe sowie im Einzel eigentlich auch. Ja. Okay. Wie oft trainierst du in der Woche? Also sowohl als Einzelvoltigierer, im Team? Also so insgesamt eigentlich 5 bis 7 Tage die Woche. Und was dann jeweils? Also, wie oft Pferd, Kraft? Also ich muss sagen, es ist auch immer sehr abwechslungsreich und das ist auch immer sehr spontan. Aber ich bin, denke ich mal, so an 4 von den 5 Tagen eigentlich auch im Pferdetraining auf jeden Fall mit Gruppe und Einzel. Und sonst halt dann nebenher alles mögliche, Kraft, Ausdauer. Okay. Genau. Das heißt, du hast ja keinen festen Trainingsplan oder so? Nee, wir machen das immer so ein bisschen individuell. Ein paar Sachen stehen natürlich immer fest, so gruppentrainingsmäßig und sowas. Aber dann auch welche Pferde ist manchmal auch ein bisschen spontan. Ja, genau. Okay. Was ist deine Lieblingsübung? Meine Lieblingsübung? Ich glaube meine radwendefähige Bodensprung, die ich aber hinten aus dem Stütz mache, habe ich aber noch nicht so oft gemacht. Wenn wir die heute sehen? Ist mal nicht geplant, nein. Okay. Und was ist deine Hassübung? Eine Hassübung? So Vermutlich aus der Pflicht? Ja, Pflicht. Eher so Fahne eigentlich. Okay. Ja. Gut, wir probieren es mal. Was ist das Kürthema diese Saison? Das Kürthema. Also heute mache ich noch den Woody. Genau, was das Neue ist, das werde ich noch nicht verraten. Okay, wann kriegen wir es denn ungefähr zu sehen? Auf jeden Fall im ersten Turnier, das ist Ende März in Vaterstetten. Und sonst dann wahrscheinlich ein paar Wochen später in Italien noch im CFW. Okay. Was hast du immer in deiner Trainingstasche mit dabei? Oh. Ich habe immer meine Musikbox dabei eigentlich. Meine Schläppchen, also meistens dabei, nicht immer. Und je nach Jahreszeit auf jeden Fall Handschuhe und Mütze. Mütze ist ganz wichtig. Okay. Was würdest du im Voltigiersport verbessern? Aber wo wir jetzt gerade beim World Cup sind oder bei einer World Cup Station eigentlich, ist es ja eigentlich das erste Mal seit 4 Jahren, dass ich mich wieder für den World Cup mit qualifiziert habe. Und dann ist er halt ausgefallen. Das fand ich ein bisschen schade, dass es da eventuell wieder mehr Stationen gibt oder so, weil über die Wintersaison halt sonst eigentlich nicht so viel ist. Aber braucht ihr nicht zum Beispiel auch die Pause im Winter, um neue Programme zu erarbeiten? Na klar, also dafür ist es natürlich förderlich, wenn da nicht so viel ist.
Aber sonst findet man natürlich, finde ich, auch Zeit, wenn man das jetzt, ich mache das ja jetzt hauptberuflich im Prinzip und dann finde ich es schon auch sehr schön und abwechslungsreich, wenn man auch im Winter auf Turniere gehen kann natürlich. Aber sonst, klar, Training ist auch wichtig für die nächste Saison. Gut, dann noch was zu Leipzig hier. Wie lief es gestern? Warst du zufrieden? Also ich habe ein bisschen mit was Schlechterem gerechnet eigentlich, weil ich durfte als Dritter an den Start gehen bei mir auf dem Pferd im Prinzip. Und vorher waren der Gregor und die Samira schon drauf und die haben es so ein bisschen abbekommen, weil ich fand, die Kulisse war ein bisschen unheimlich. Ja, ist etwas laut in der Halle auch, ne? Ja, wobei ich glaube, das hat ihn nicht so arg gestört. Also, weiß nicht, war vielleicht vorher auch schon ein bisschen schwierig mit ihm, aber er hat sich dann bei mir eigentlich ganz gut gefangen und ich konnte eigentlich meine Kühe ganz gut durchtun. Ja. Musste nicht auf Plan B gehen und dann war ich eigentlich, für die Verhältnisse war ich eigentlich ganz gut zufrieden gestern. Heute natürlich nochmal vielleicht ein bisschen steigern, aber ist ja nicht zu viel vornehmen. Okay, dann viel Spaß später Dankeschön. und viel Erfolg. Danke.